Immer mehr Roboter verrichten die Arbeit von Menschen, wie in der Gastronomie. Ich persönlich nenne ihn meistens Mitarbeiter des Monats. Werden wir alle arbeitslos, weil Systeme mit künstlicher Intelligenz unsere Aufgaben übernehmen? Man wird den Personalaufwand auf ein Minimum reduzieren können. Was bedeutet der Einsatz modernster Technik für unsere zukünftige Arbeitswelt? Max will wissen, was genau da auf uns zurollt. Ein Service-Roboter in einem Restaurant in der Frankfurter Innenstadt. Ich bin bereit, Essen zu liefern. Die Zukunft hat hier schon begonnen. Der Roboter ist täglich bis zu 14 Stunden im Einsatz, sagt uns einer der Geschäftsführer des Restaurants. Ich würde eher sagen, dass der Roboter ein perfekter Runner ist. Weil in unserer Gastronomie, dann nennen wir die Runner, die eigentlich die Fachkraft von Kellnern unterstützen. Und der Roboter macht das super, weil er eigentlich schon sehr, sehr freundlich ist erstens. Und er beschwert sich nie, geht direkt zur Theke hin. Er unterstützt uns also. Die International Federation of Robotics, der weltgrößte Verband auf diesem Sektor, hat kürzlich aktuelle Umfrageergebnisse veröffentlicht. Demnach sind die häufigsten Gründe für den Kauf von Service-Robotern Mangel an Fachkräften, Mangel an Personal allgemein und Erleichterung im Alltag. Die im Frankfurter Restaurant eingesetzten Roboter gehören noch zu der Generation, die im Wesentlichen Bring- und Abholfunktionen haben. Dennoch gibt es Extras. Der Roboter kann auf Knopfdruck zum Geburtstag gratulieren. Die Maschine menschelt wie ein echter Kellner. Der Geschäftsführer selbst ist beeindruckt. Ich persönlich habe Gefühle für den Roboter, weil ich merke, dass er den ganzen Tag schuftet und am Ende des Tages genauso wie Menschen am Ende ist und man muss ihn wieder aufladen hinten. Eigentlich gibt es da viele Ähnlichkeiten. Die Zukunft der Roboter in der Gastronomie liegt aber nicht nur im Bedienen, sondern auch in der Küche. Kochroboter werden bereits erprobt, weiß Professor Jan Peters von der Technischen Universität Darmstadt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das sogar relativ bald zu Hause haben, dass wir da viel besseres Essen von einem Roboter bekommen, als der typische, wie soll man sagen, ungelernte Hausmann es hinkriegen könnte. Künstliche Intelligenz, wie in der Küche, findet sich auch in dieser Logistikanlage. Mit hoher Geschwindigkeit werden hier unterschiedlich große Pakete und tütenartige Verpackungen von optischen Erkennungssystemen innerhalb kürzester Zeit erfasst. Basis für die Optimierung logistischer Prozesse ist immer die automatisierte Erfassung von Daten, erklärt uns Diplom-Ingenieur Torben Prosott. Wir sind hier in unserem Labor und in unserem Labor testen wir und entwickeln die Lösung für morgen. Das heißt, wir erkennen in Zukunft, ob es eine Tüte ist, ein Paket, ob es ein Gefahrgutlabel enthält. Und all das wird hier getestet, ausprobiert, die Grenzen erprobt und immer weiter verschoben. Dazu ist es wichtig, die künstliche Intelligenz zu trainieren, damit sie fehlerfrei alle Arten von Kartons und Verpackungen erkennt. Ausgesuchte Studenten füttern anhand dreidimensionaler Bilder das System. Die sehen das Bild und haben dann im Prinzip vorgefertigte Maske, wo sie ein Häkchen setzen oder ein Knöpfchen drücken, Tüte, Karton, Gefahrgut 1, 2, 3, 4. Und so wird sozusagen hinter das Bild die Information gelegt, was es ist. Und dann wird damit die KI trainiert. Also man sagt der KI, guck mal, so sieht ein Karton aus. Oder guck mal, so sieht eine Tüte aus. Und irgendwann lernt die KI, dass das dann immer eine Tüte ist, wenn es so aussieht. Den Vorwurf, die Entwicklung von künstlicher Intelligenz und Robotik koste in Zukunft viele Menschen den Arbeitsplatz, will er nicht gelten lassen. Mit Robotik und KI und moderner Fördertechnik sorgt man eher dafür, dass wir einen gewissen Qualitätsanspruch beibehalten. Aber nicht das Ziel ist es, Leute zu ersetzen, sondern man ersetzt eigentlich offene Stellen und man versucht nicht, Leute loszuwerden. Die Entwicklung ist ohnehin nicht mehr aufzuhalten, wie eine weitere Erhebung der International Federation of Robotics zeigt. 2022 wurden weltweit 158.000 verkaufte Einheiten gezählt, ein Plus von 48% zum Vorjahr. Die stärksten Zuwächse hat dabei das Hotel- und Gastgewerbe, auf Platz 2 die Transport- und Logistikbranche und auf Platz 3 die Landwirtschaft. Auch bei den Service-Robotern kommt künstliche Intelligenz immer häufiger zum Einsatz. Dieser Hotelroboter macht beim Bedienen auch noch Werbung.
Dies ist eine sehr gesunde koreanische kalte Nudelsuppe. Perfekt für eine leichte und nahrhafte Mahlzeit an einem Sommerabend. Wir sagen immer 3 in 1. Er kann eben das Thema helfen beim Liefern, er kann helfen beim Abräumen und er kann eben Promotions machen. Und das ist alles in einem Gerät vorhanden. 2 Gäste des Hotels lassen sich probeweise vom intelligenten Roboterkellner bedienen. War eigentlich ganz in Ordnung. Wir mussten uns ein bisschen selbst bedienen, aber lief eigentlich ganz gut. Das wird die Zukunft sein, ne? Denke ich mal. Sieht man in anderen Ländern ja auch schon. Tatsächlich ist die Anwendung von KI-basierten Robotern in Deutschland noch nicht so weit fortgeschritten wie beispielsweise in Asien. Ein Fehler auch der Politik, die viel zu wenig die neue Technik fördert, meint Professor Jan Peters. Das betrifft die Industrie, das betrifft die Rehabilitation, das betrifft die Pflege. In jedem der Bereiche würde eine helfende Hand mehr nutzen und uns sehr viel weiterbringen. Plus minus 20.000 € kostet ein Service-Roboter. Nach einem halben Jahr soll er sich amortisiert haben. Manches Modell scheint jeden Cent wert zu sein. Ich weiß, dass ich sexy bin. Aber ich muss jetzt arbeiten. Na dann, auf in die schöne neue Arbeitswelt.